24 für 2024, das ist das Motto dieses Videos, denn hier wollen wir dir 24 Länder vorstellen, die keine Einkommensteuer haben. Wenn du also 2024 auswandern willst in ein Land, wo es keine Einkommensteuer gibt, dann hilft dir diese Liste vielleicht. Ich sage ganz bewusst vielleicht, denn es sind dort einige Länder drin, in denen du mit Sicherheit nicht leben willst. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Damit kommen wir dann auch eben zu der Frage, inwieweit es sinnvoll ist, in ein Land umzuziehen, nur weil es dort keine Steuern gibt. Aber das schauen wir uns dann mal ganz am Ende an. Jetzt beginnen wir erstmal mit der Liste. Land Nummer 1. Antigua und Barbuda. Eine entzückende Sonneninsel, die am Zusammenfluss vom Karibischen Meer und Atlantik liegt. Die Inseln sind bekannt für schöne Strände, üppige Regenwälder und erstklassige Resorts. Diese Inseln haben eine Bevölkerung von 95.000. Land Nummer 2, die Bahamas. Eine Inselkette nahe Floridas im Karibischen Meer, ein Treffpunkt der Reichen und Berühmten. Das Leben auf den Bahamas kann teuer sein, wenigstens auf den schönen Inseln. Wir haben ja selbst schon auch mal einen Podcast dazu gemacht. Aber ja, es ist wunderschön und in einer halben Stunde bist du in Fort Lauderdale oder Miami. Land Nummer 3, Bahrain. Bahrain ist einer der kleineren Golfstaaten am Arabischen Meer, der vor allen Dingen bei britischen Expats recht beliebt ist. Bahrain hat eine Bevölkerung von 1,2 Millionen. Ähnlich wie in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat man auch dort übrigens vor einigen Jahren eine Körperschaftssteuer eingeführt in Höhe von 10%, aber Einkommensteuer nach wie vor 0. Das nächste Land auf unserer Liste ist Brunei, ein weiterer Inselstaat, dieses Mal im asiatisch-pazifischen Raum, der Borneo mit Indonesien und Malaysia teilt. In Brunei leben rund 400.000 Menschen, aber nur relativ wenige Expats. Wie Bahrain sind Öl und Gas die wichtigsten Exportgüter Bruneis. Nächster Staat, die bekannten Cayman Islands, die Kaiman-Inseln. Die Cayman Islands versuchen ja schon seit längerem, den Ruf einer verschwiegenen Steueroase abzuschütteln. Dennoch ist natürlich die wichtigste Industrie dort Finanzdienstleistungen und Bankgeschäfte. Die Bevölkerung beträgt nur rund 80.000. Es ist dort relativ teuer, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Wie die Bahamas und Antigua liegen die Caymans nördlich der Karibik. Der nächste Staat ist Kuwait, ein weiterer steuerfreier Goldstaat, der auch wiederum jede Menge Expats anzieht. Mit 4,2 Millionen ist die Bevölkerung relativ klein. Kuwait ist reich an Öl und wird von Expats als eines der unfreundlichsten Länder der Welt bezeichnet. Interessant. Kommen wir nun zu einem echten Traumland, die Malediven. Ja, auch die Malediven haben tatsächlich keine Einkommensteuer. Stell dir vor, du lebst in einem dieser herrlichen Bungalows über dem kristallklaren, hellblauen Wasser und zahlst nicht einen Cent Steuern. Dank der zahlreichen und tollen Resorts sehen die Malediven keinen großen Bedarf für eine Einkommensteuer. Klingt zwar alles sehr idyllisch, aber die Realität ist, du bekommst fast keine langfristige Aufenthaltsgenehmigung. Also auch eines jener Länder, wo es komplett unrealistisch ist, zu leben. Du musst zum Beispiel sunnitischer Muslim sein, um überhaupt eine Staatsbürgerschaft oder einen dauerhaften Wohnsitz beantragen zu können. Und selbst wenn du sunnitischer Muslim bist, ist es für Ausländer immer noch extrem schwierig. Kommen wir nun zu einem echten Klassiker der steuerfreien Länder, nämlich Monaco, der berühmte Spielplatz der Reichen und Berühmten an der französischen Riviera. Im winzigen Monaco leben knapp 40.000 Menschen, fast alles davon Ausländer. Laut dem CIA World Factbook gibt es in Monaco mehr Millionäre und Milliardäre pro Kopf als irgendwo auf der Welt und die teuersten Immobilien. Kommen wir zum nächsten Land ohne Einkommensteuer, auch hier eine Insel, die Insel Nauru. Nauru ist ein kleiner Inselstaat im Südwesten des Pazifischen Ozeans, der von europäischen Seeleuten erstmals Pleasant Island genannt wurde. Leider scheint die Insel ihrem Spitznamen jedoch nicht ganz gerecht zu werden. Den meisten Menschen ist ja Nauru in den letzten Jahren bekannt geworden, weil Australien dort die Asylanträge von Asylbewerbern bearbeitet. Das heißt, die werden dort in ein Lager verbracht und dann wird ihr Antrag dort entschieden, nicht auf australischem Boden. Ein Modell, das jetzt ja auch vielfach in Europa erwägt wird. Ein weiterer Kandidat, der möglicherweise für dich nicht sehr interessant wird, wenn es ums Thema Umziehen geht, Nordkorea. Dieses geheimnisvolle asiatische Land verfügt über ein riesiges Militär, aber eben über
keine Einkommensteuer. Nun, du wirst da wohl nicht hinziehen können, denn wie du weißt, ist es extrem schwierig, dort überhaupt hinreisen zu dürfen. Besucher sind unerwünscht. Das nächste Land auf unserer Liste ist Oman, ein weiterer ölreicher Golfstaat, der auf die Fähigkeiten ausländischer Arbeitskräfte angewiesen ist. Die Bevölkerung beträgt 4,5 Millionen, darunter Zehntausende von Expats. Kommen wir zu einer weiteren sehr exotischen Destination und nicht im guten Sinne, die sogenannten Pitcairn-Inseln. Das Leben in den Pitcairn-Inseln besteht im wahrsten Sinne des Wortes darin, sich an einige kleine Felsen im riesigen Pazifischen Ozean zu klammern. Bei einer Bevölkerung von etwa 50 Personen stammten viele von den Bounty-Meuterern ab, die 1789 auf der Insel landeten. Also auch ein Land, was wahrscheinlich nicht sehr attraktiv ist, auch wenn es keine Einkommensteuer gibt. Das nächste Land, Katar, ein kleiner Golfstaat, der auf Öl- und Gasförderung angewiesen ist, um seine Wirtschaft anzukurbeln. Wie andere Wüstenstaaten am Golf wird die Wirtschaft von Tausenden von Auswanderern letztlich betrieben, davon Zehntausende Europäer. Die nächste Insel, St. Barth, eine wunderschöne Insel, auch hier ein Spielplatz der Reichen und Schönen, eine kleine französische Inselkolonie in der Karibik, auf der 10.000 Menschen leben. Die Wirtschaft ist auf den Tourismus angewiesen und den Verkauf zollfreier Waren an den Besuchern. Es ist schwierig, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, auch hier keine Einkommensteuer. So, nun kommen wir hier zu einem weiteren Land, in dem du ganz sicherlich nicht leben willst, nämlich Somalia. Auch in Somalia gibt es keine Einkommensteuer, was allerdings allein daran liegen mag, dass es keine öffentliche Verwaltung gibt und dass das Land immer noch von Aufständischen letztlich kontrolliert wird. Das nächste Land auf unserer Liste ist St. Kitts und Nevis. St. Kitts und Nevis sind Nachbarinseln der karibischen Inseln unter dem Winde. Die Haupterwerbszweige sind Tourismus und Landwirtschaft. Die Bevölkerung beträgt 55.000, darunter Tausende Expats. Könnte attraktiv sein für dich vielleicht. Das nächste Land auf unserer Liste ist Saudi-Arabien. Auch hier gibt es keine Einkommensteuer. Der größte und bevölkerungsreichste Golfstaat mit einer Bevölkerung von fast 40 Millionen, darunter Hunderttausende Auswanderer. Durch die jüngsten Änderungen wurden die Regeln für den Umzug von Expats in das Land weiter gelockert. Auch hier wiederum die Wirtschaft basiert auf Öl und Gas. Das nächste Land sind die Turks und Caicos-Inseln. Diese karibischen Inseln konkurrieren mit den Kaiman-Inseln als Offshore-Finanzzentrum. Die Bevölkerung beträgt nur 44.000, darunter einige tausend Expats. Einige Historiker vermuten, dass die Inseln ein Anlandungspunkt für die Entdeckungsreisen von Christoph Kolumbus im Jahre 1492 gewesen sein könnten und vielleicht in 2024 für dich attraktiv werden. Wer weiß. Kommen wir als nächstes zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Obwohl ja dort eine Körperschaftssteuer eingeführt wurde von 9% im Jahre 2023, gibt es immer noch keine Einkommensteuer auf zum Beispiel Gehälter oder Kapitalerträge. Daher natürlich die Vereinigten Arabischen Emirate, insbesondere Dubai, hochinteressant. Nächste Insel hier Vanuatu, eine kleine Inselgruppe im Südpazifik, die zur Ankurbelung der Wirtschaft auf Viehzucht, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen setzt. Auf der Insel leben einige tausend Expats, die Gesamtbevölkerung beträgt 300.000. Als nächstes Bermuda. Bermuda ist eines von vielen britischen Überseegebieten, die keine Einkommensteuer erheben. Die Tourismus- und Dienstleistungsbranche dominiert die Wirtschaft der Insel. Bermuda ist ein Zentrum für internationale Geschäfte und ein Offshore-Finanzzentrum. Sehr schwierig, auch da eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Und die Hauptstadt Hamilton zählt zu den teuersten Städten der Welt. Ein weiteres Land ohne Einkommensteuer, in das du nicht ziehen willst oder kannst, ist Vatikanstadt. Als Sitz der katholischen Kirche in Rom wissen nur wenige Menschen, dass der Vatikan eine Steueroase ist. In diesem winzigen Staat mit einer Bevölkerung von weniger als 1000 Einwohnern, die durch externe Arbeitskräfte aus Rom ausgestockt wird, gibt es keinen Platz für Expats. Wir kommen zu Wallis und Futuna. Klingt ja wie ein Schweizer Dorf. Wallis und Futuna sind eine Reihe kleiner Inseln im Südpazifik. Die Strände und Meereslandschaften sind wunderschön, aber die Bevölkerung beträgt nur 11.000 und schrumpft aufgrund mangelnder Arbeit. Kommen wir ganz zum Schluss noch zu einem Land, in das du ganz sicherlich nicht umziehen willst, nämlich Westsahara.
Die Westsahara, auch bekannt als Sahrawi-Republik, ist eine Ausnahme unter den Ländern ohne Einkommensteuer. Obwohl es sich technisch gesehen um ein umstrittenes Gebiet handelt, haben 42 Länder diplomatische Beziehungen zur Westsahara aufgenommen und es ist Vollmitglied der Afrikanischen Union. Auch der steuerfreie Status ist ein Rätsel. Die Westsahara verfügt nicht über genügend Einnahmen aus ihren natürlichen Ressourcen, um einen steuerfreien Staat zu subventionieren, und sie ist auch kein Touristenzentrum. Nun ja, du würdest ohnehin nicht dahin umziehen wollen, nehme ich jetzt einmal an. Wie diese Liste dir schon zeigt, ist es zwar wunderschön, hier in einem Land zu leben, in dem es keine Einkommensteuer gibt, oftmals aber nicht sehr praktisch, oftmals aus logistischen Gründen alleine nicht zu machen. Daher ist es vielleicht besser, seine Strategie leicht zu ändern und nicht nach einem Land zu suchen, wo man überhaupt keine Einkommensteuer zahlt, sondern nach einem Land zu suchen, wo man unter Umständen, unter bestimmten Bedingungen keine Steuern oder eine geringe Steuer bezahlt. Davon gibt es selbst in Europa einige. Als Beispiele nenne ich hier Spanien, Portugal, Malta, Irland, Zypern, jede Menge interessanter Staaten, viele osteuropäische Staaten auch. In all diesen Ländern zahlst du relativ wenig Steuern, entweder vielleicht zum Teil auf bestimmte Einkünfte, zum Beispiel ausländische Kapitaleinkünfte, gar keine Steuern, auf andere Einkünfte vielleicht geringe Steuern, weniger als 15%. Man darf sich also von diesen Listen mit den steuerfreien Ländern nicht so unbedingt ablenken lassen, denn ja, es ist tatsächlich eine Ablenkung und nicht sehr zielführend. Deshalb beschäftigt man sich mit Ländern, die möglicherweise Hochsteuerländer sind, so wie Spanien, aber für Ausländer ein Programm haben, wie zum Beispiel das Beckham Law, wo du dort für 6 Jahre leben kannst und wo deine ausländischen Einkünfte zum Beispiel steuerfrei sein können. Das sind tatsächlich viel interessantere Länder als jetzt irgend so eine Insel im Pazifik, die wie gesagt für dich schwer zu erreichen sein wird und wo du sehr viel unnötige Energie verschwendest, um dort leben zu können. Wenn das Thema Auswandern in 2024 für dich ein Thema ist und du hierzu steuerliche Beratung suchst, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Link packen wir hier in die Beschreibung mit rein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten beim Auswandern zu unterstützen, haben Steuerberater und Rechtsanwälte in vielen Ländern, die dich gemeinsam mit uns dabei unterstützen würden. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.